Servus Leute, was geht ab? Willkommen, willkommen. Das neue Update ist seit Freitag jetzt draußen und ich hatte das Glück, die Feuerhexe zu bekommen. Leider nur eins. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Oder ich hoffe zumindest hat jeder von euch mindestens eine Hexe bekommen. Ich habe die Feuerhexe bekommen jetzt und wollte sie natürlich auch direkt testen. Ich habe sie gestern sogar nochmal bekommen. Die gleiche, also nicht mal die andere Element, sondern wieder Feuer. Habe ich da natürlich direkt reingepackt, habe auch den Stapel gleich mitgenommen. Fähigkeiten sind leider nicht ausgeskillt. Ich habe jetzt versucht, so gut es geht, mit Devilmons quasi, also mit den Bohnen auszuschmücken, aber leider nicht so gut geklappt. Da fehlt auf jeden Fall noch einiges an Schaden. Definitiv. Also bei Skill 2 fehlt mir noch 10% und bei Skill 3 definitiv auch noch 20% plus Abklingzeit etc. pp. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich finde das Design von den neuen Elemons richtig cool gemacht. Also mir gefällt dieses mit dieser Maske und diesen, ne, dem coolen Feuerball. Ich kann nicht aufhören, Leute. Ich kann nicht aufhören. Ja, aber von den Fähigkeiten her finde ich es eigentlich sehr interessant. Wir gehen nochmal einmal kurz die Fähigkeiten durch. Greife den Feind an, wenn er Schaden pro Runde für 2 Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 oder 70% an, wenn der Widerstand leistet oder immun ist, setzt diese Fähigkeit erneut ein. Das heißt, dieser Satz ist ein bisschen schlecht übersetzt, glaube ich. Das soll auf jeden Fall nur einfach heißen, wenn halt die Person keinen Debuff bekommen kann, greift es halt nochmal an. Bei Widerstand leistet bin ich mir nicht mal so sicher, ob das wirklich funktioniert. Habe ich noch nicht getestet, aber wir werden es sehen. Zweites Skill auf jeden Fall Giftnadel. Sie ist die einzige, glaube ich, die Gift verteilt. Es gibt, glaube ich, kein anderes Element, was Gift verteilen kann. Das ist quasi diese Fähigkeit vom Todeslabor-Boss. Das heißt, man zerstört die HP wirklich um 5% pro Gift-Proc. Und natürlich auch Schlafen. Also greife den Feind an, wende Gift für 2 Züge und Schlaf für einen Zug an. Wenn das Ziel bereits unter dem Schlafeffekt steht, ignoriert diese Fähigkeit 70% der Verteidigung. Da hat es gleich bei mir die Alarmglocken geschlagen und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich, wenn man das gegen gewisse Elements einsetzt, wie die Bären. Die Bären schlafen ja automatisch. Bedeutet, die werden ja immer unter Schlaf sein. Heißt, wir werden 70% der Verteidigung, also nicht bei allen Bären natürlich, beim Baumbären und beim Dunkelbären und Wasserbär, glaube ich. Aber Wasserbär mit einem Feuerelement wird schwierig, deswegen bleiben wir nur beim Baumbär und beim Dunkelbär. Die beiden schlafen ja quasi. Könnte man einsetzen und gucken, wie viel 70% der Verteidigung ignorieren wird. Mal testen. Und dafür muss ich aber nochmal die Bauteile ändern, weil so ist jetzt quasi nur für PvE gebaut, weil wir haben auf jeden Fall Crit Rate Buffer dabei und wenn wir bei Baumelement sind wir ja nochmal 15% mehr. Deswegen, wir haben sogar zu viel Crit Rate für PvE. Aber das dazu. Und hier, Katastrophe auf der dritten Fähigkeit. Wende 2 Schaden pro Runde und für 2 Züge auf dem Zielgegner an. Wende 2 Schaden pro Runde für 2 Züge auf den Zielgegner an. Und starte dann einen Angriff. Erhöhe den Schaden um 30% für jeden Debuff auf dem Ziel. Das ist halt wie Brandier oder auch Crow. Also pro Debuff, der drauf ist, wird nun mal der Schaden erhöht. Wir werden sehen, wie gut das sein wird. Bin mal gespannt. Wenn das Ziel immun gegen Schaden pro Runde ist, erhöht den Schaden um zusätzlich 50%. Also das heißt, bei Abgrund-Dungeon, bei mentale Festung etc. pp. Werden wir nochmal 50% mehr Schaden machen können. Deswegen werde ich mal jetzt direkt mal gucken, wo wir sie benutzen können. So, da sind wir auf jeden Fall erstmal beim Juggernaut des Waldes. Und die meisten benutzen ja auch hier den Revolverheld, aber Revolverheld finde ich persönlich nicht so gut, weil viele vergessen oder viele denken, dass der Juggernaut immer 100% Verteidigung ignoriert, wenn man 7 Buffs hat. Das stimmt halt leider nicht, weil diese Chance von 100% zählt nur bei Wasserelements, weil Attributvorteil. Bei einem Attributsvorteil verdoppelt sich diese Chance. Das heißt, der Buff stackt eigentlich nur um, also hier, dieser Angriff hat eine Chance für 15% die Verteidigung des Ziels zu ignorieren. Die Chance erhöht sich um 5% für jeden Buff auf dir. Und wenn wir 7 Buffs haben, sind wir bei 35 plus 15 sind wir bei 50. Und bei Wasserelements ist es halt verdoppelt. Bedeutet, sind wir bei 100%. Das ist natürlich bei Baumelemons natürlich nicht so. Ich habe jetzt mal ein bisschen Hinterhaltbauteile gefarmt, also farmt Hinterhaltbauteile. Es ist ja auch gerade das Event aktiv für Anonymous, macht das.
definitiv sehr, sehr nice. Ich habe jetzt nur keine guten bis jetzt, muss ich fairerweise sagen. Ich habe auch, glaube ich, keine. Äh, ja, eins hätten wir. Aber zu kostbar für dieses Bauteil. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall macht er nicht so viel Schaden. Wir werden auf jeden Fall mal reingehen und gucken, was passiert. Wir haben jetzt ihr Lead genommen, Resistance 25%, weil wir haben nichts anderes. Ja, geht einfach mal rein und gucken uns das jetzt mal an. Genau, unser Ziel ist es, so viele Debuffs wie möglich drauf zu bekommen. Deswegen haben wir auch die Dunkelscharfschützen dabei, um das jetzt zu gucken. 100.000 bei 2 Debuffs. Jetzt stellt euch vor, wir hätten mehr Debuffs. Das sind ja pro Debuff 30% mehr Damage plus 50%, weil man ja nicht stunnen kann, glaube ich, was. Oder nee, was war's? Gift, kein Gift draufpacken kann. Also, ziemlich strong, muss ich ehrlich sagen. Und dann noch Giftnadel, macht 20k, ist jetzt nicht extrem viel, aber hey, nehmen wir mit. Wir haben den dritten Skill auch noch nicht geskillt. Das bedeutet, wir haben ja noch 20% mehr Damage, den wir noch draufpacken können. Da hatten wir jetzt die ersten Skill, hat sie doppelt eingesetzt, weil kein Schaden pro Runde draufkommen kann. Warum? Und jetzt gucken wir mal. Oh. Ja, das ist blöd, dass jetzt dass genau der Revolver diesen Debuff hat, um den Boss jetzt zu heilen. Ich hoffe, wir werden es trotzdem schaffen. Also bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall Elemons, die sehr viele Debuffs verteilen. Wir haben jetzt nur eine, die Debuffs verteilt. Ähm, rein theoretisch, wenn wir den Revolverheld auswechseln würden, könnten wir auch den Clockwork rausnehmen. Und jetzt haben wir zum Beispiel 4 Debuffs. 3. Ich hoffe, sie hat den Skill wieder ready. Irgendwas mit Vulkan war das, ne? Ah, Katastrophe. Ach, come on, jetzt sind gerade keine Debuffs mehr gewesen. Ach, man. Ich weiß nicht, ob man die KI einstellen kann, dass sie das nur einsetzt, wenn Debuffs drauf sind. Das wäre natürlich schön. Ansonsten müsste man das vielleicht noch mit einfügen irgendwann. Das heißt, so bei mindestens 2 Debuffs oder so sollte es einsetzen. Ich habe jetzt auch nicht in ihre Intelligenz reingeschaut, muss ich ehrlich sagen. Aber diese 100k bei 2 Debuffs, das war schon stark. Wirklich. Müssen wir gleich mal testen, ob wir mehr Debuffs bekommen, bevor sie angreift. Wir wechseln jetzt gleich mal ein paar Elements aus, um zu gucken, dass wir noch mehr Debuffs bekommen. Das kriegen wir gleich hin. Jetzt sind wir 3. Jetzt leider sind halt 6 Runden Abklingzeit. Ohne Skill-Ups ist es halt echt nervig. Kann man nichts machen. Naja, wir werden sie früher oder später Full Skill-Upen und dann wird sie wahrscheinlich bestimmt noch besser werden. Aber es funktioniert, also top. Hätte jetzt der Revolver hätte jetzt nicht diesen Debuff bekommen, hätte man uns nicht geheilt. So, was sagt denn Schadenanzahl? Sieh mal an. 237.000 Schadens gemacht. Fast so viel wie der Revolver hält. So, wir haben den Revolver ein wenig umgebaut, bisschen mehr Damage gegeben und so weiter. Zweiter Skill ist jetzt Prio 1. Bedeutet, wir versuchen damit Debuffs zu landen für die Hexe. Einfach nur provisorisch, weil ich gerade jetzt nicht genug, keine anderen jetzt gerade zur Verfügung hatte. Versuchen natürlich, ja, da haben wir den Slow. Haben wir den Attack Debuff, da haben wir die anderen. So, jetzt haben wir 4 Debuffs und boom, 132.000. Krass. Das ist, bei 4 Debuffs ist es super stark. Okay, da hätten wir jetzt zumindest noch mehr Schaden gemacht, dass wir den gewone-shottet hätten, Anführungszeichen. Hätte der Revolver halt jetzt in der zweiten Phase seinen dritten Skill eingesetzt. Damit hätten wir dann den zweiten Balken vielleicht auch schon fast down gehabt. Und hätten dann in der dritten Phase dann mit der Hexe vielleicht wieder mit 4, 5 Debuffs ähm,
ihn weghauen können. Also, es hat Potenzial. Also, super stark, wirklich. Das ist Brandier 2.0 von Summoners War. Also, super cool von Forster. Also, ich bin sehr positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Sehr überrascht. So, 3 Debuffs, die sind auch sehr lange drauf, hoffe ich. Ich hoffe, wir haben jetzt noch mal den Skill gleich ready. Bitte. Katastrophe, komm schon. Kein Katastrophe, okay. Schade. Das wäre jetzt cool gewesen. Aber Revolverhead hat schon geregelt. Denke mal, dass wir vielleicht. Oh, okay, nee, das ist jetzt blöd gewesen. Weil die Debuffs sind jetzt weg. Hm, das wäre wichtig gewesen, dass die Debuffs draus sind. Und jetzt setzt sie es ohne. Oh. Okay, wir haben auch gesehen, wie viel Schaden sie ohne Debuffs macht. 12.000 nur mit der Fähigkeit. Das tut natürlich weh. Aber mit dem richtigen Team, was sie besser supporten kann, wo wir dauernd so viele Debuffs drauf haben könnten, und vor allem mit den Skill-Ups, das ist halt das größte Problem. Wir haben 6 Runden Debuff, das ist einfach viel zu viel. Und jetzt hat der Revolver halt den Debuff, das ist auch nicht so toll. Ich hoffe, er setzt jetzt nicht die dritte Fähigkeit gleich ein, sonst halte den Boss bis ins Unendliche. Weil er hat sehr viele Buffs. Oh, oh. Nein. Don't do it. Don't do it. Gott sei Dank. Okay, wir hatten Glück. Das wäre schlimm gewesen jetzt. Das wäre schlimm gewesen. Aber cool. Vielleicht kriegen wir nochmal die Katastrophe rauf. Wir brauchen nur mehr Debuffs. Wir haben zweimal Debuffs. Okay. Vielleicht kriegen wir nochmal von der Scharfschützin den Debuff drauf. Okay. Schauen wir mal. Nee. 10k mit einem Debuff. Also Defense Break ist sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. In dem Fall haben wir halt jetzt leider keinen Defense Break mehr. Weil wir auch die kleine Ameise auf den ersten Skill geskillt haben, aber hey. Es funktioniert auf jeden Fall. Also sehr, sehr cool. Die haben nicht zu viel versprochen, muss man fairerweise sagen. Sie haben ja gesagt, sie wollen Units rausbringen, die in mentale Festung und im Abgrund-Dungeon mehr bringen. Und da muss ich sagen, das tut sie auf jeden Fall. Also mentale Festung wird auf jeden Fall mal ein neues Team mit ihr definitiv sein. Also seid gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall die nächsten Tage definitiv ein neues Team ausdenken und testen, mit ihr um sie rumzuspielen. Und dann wird es mentale Festung Wasser 2.0 mit der Feuerhexe. Definitiv. Also ziemlich cool. Wir kriegen nur nicht den letzten jetzt. Muss aber auf jeden Fall geskillt werden. Definitiv. So sicher wie das Arm in der Küche. Aber 290.000 und der Revolver 367.000. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, als nächstes probieren wir natürlich dieses Team hier erstmal aus. Also ich will natürlich so viele Debuffs wie möglich auf den Gegner drauf bekommen in der Zwischenphase. Sie wird natürlich in den Moment davor in den Runden nicht so viel Schaden austeilen, weil sie ja keine Debuffs verteilen können und dadurch stackt der Schaden nicht. Deswegen nehmen wir den Clockwork mit, damit der noch Single-Target-Damage machen kann. Ist jetzt nicht so krass gut gebaut. Ich hoffe, er wird trotzdem Schaden austeilen. Bin mal gespannt. Ansonsten gehen wir einfach jetzt mal rein und gucken uns das mal an. Also theoretisch würde ich jetzt noch die Kriegskrankenschwester im Wasser mitnehmen. Einfach wegen den 100% mehr Crit Damage. Das würde vielleicht ja nochmal so viel mehr Schaden machen. Aber wahrscheinlich haben nicht die meisten sie, weil das Ding ist, Dr. Evil kann jeder von euch haben, einfach aus dem Grund, weil ihr die aus der Gilde nimmt. Weil ich glaube, es würden mindestens immer ein oder zwei oder drei sogar haben in der Gilde, die den Dr. Evil als Rap-Monster drin haben. Weil bei uns in der Gilde ist auch so, ich glaube, 5 Leute oder so haben den in ihrer Liste drinne. Deswegen glaube ich, ist das kleinste Problem. Das kann dann jeder testen und machen. Vor allem, ihr könnt ja jedes Rap-Monster mindestens mal 10 Runs laufen oder sogar mal 20 Runs. Deswegen ist es auch völlig fein. Ja. So, jetzt sind wir mal gespannt. Ich mache mal auf kurz Auto raus und versuche jetzt mal ein paar Debuffs zu stacken. 3 Debuffs haben wir schon mal.
Ja, können wir mal einsetzen. Ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, 4 Debuffs. Okay. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Machen wir auch mal eins. What the F? Holy smoke. 600.000 Schaden mit einem Schlag. Oh mein Gott. Okay, das ist eine Hausnummer, Leute. Das ist eine Hausnummer. Also Real Talk, das ist krank. Ich bin baff. Oh mein Gott. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte jetzt so vielleicht so 200, 300.000, aber 600.000, Leute. Und dann nochmal 500.000 bei 3 Buffs. Heißt das, die macht pro Buff 100k? Was ist? Was wäre, wenn wir 10 Buffs hätten? Wären das dann 2 Millionen? Gefühlt? Nee, wären es nicht, oder? Doch. Warte. Ich weiß gar nicht, was ihr Grundschaden ist. Wenn sie jetzt bei 3 Buffs 500k gemacht hat, bei 4 Buffs 600k, bei 6 Buffs 700, 8k, 8, 9, 10. Ein bisschen mehr als eine Million dann wahrscheinlich. Ja doch, also auf jeden Fall mehr als eine Mille. Können sie Schaden machen, wenn sie genug Debuffs drauf haben. Und da fehlen noch 20% Buff, Damage Buff, die wir durch den Skill-Up noch nicht haben. Ist das krass. An sich macht sie aber auch so gut Schaden, muss ich sagen, ne? 40.000 ist nicht wenig. Wenn ich jetzt gerade überlege, wie viele. Aua, das war nicht gut. Ja, da fehlt halt, also in der Zwischenphase fehlt leider der Schaden. Nicht in der Zwischenphase, in dieser Phase, wo halt keine Divas sind, fehlt leider Schaden, muss ich sagen. Da hat der Clockwork leider nicht so gute Dienste gemacht. Bitte überlebt's. Ich glaube, das sollte drin sein, oder? Ja, ja, okay. GG. Ey, 600.000, das ist über eine halbe Million mit einem Schlag. Das ist krank. Natürlich, ihr wisst Bescheid. Natürlich will ich das auch gleich in diesem Team mal ausprobieren, weil ihr kennt ja das Team, normalerweise werden ja nur die 3 benutzt mit noch einem Irrlicht zusammen. Ähm, genau, ich werde das jetzt einfach mal so probieren. Ich denke mal, also wir haben jetzt leider hier nicht so viele Debuffs, fairerweise. Nur sie macht Debuffs. Er macht, glaube ich, noch einen Slow zur Not auf dem ersten Skill. Ich glaube, der Ninja macht auch keine Debuffs, ne? Ne, macht keine Debuffs. Wir testen es einfach. Junge, 600.000, das ist einfach so krank. Jetzt bin ich mal gespannt. Auch 30.000 auf das Schild ist völlig fein. Ist der Hammer. Also, die macht gut Schaden. Man bedenke, mein Ninja ist nicht, glaube ich, durchgeskillt, wenn ich mich nicht täusche. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Können wir gleich nochmal schauen. Vielleicht habt ihr es ja vorgesehen. Ich habe nicht drauf geachtet. Fairerweise. Jetzt haben wir keine Debuffs. Okay, sie hat zumindest die Fähigkeit noch nicht eingesetzt. Mal schauen. Sehr schön. Jetzt haben wir 3 Debuffs. 580.000, ey. Alter, ist das krank, Leute. Das ist krank. Also für die Zwischenphase mega guter Damage-Dealer. Also die ist wirklich echt nur für die Zwischenphase, um die Punkte rauszuholen. Ja, in dem Fall
Super gut. Schild wieder weg. Ja, nice. Mega gut, Leute. Mega, mega gut. Jetzt haben wir mehr Crit Damage drauf und jetzt gucken wir mal. Also sie hat jetzt ein bisschen mehr Crit Damage als er und jetzt gucken wir einfach mal rein, was passieren wird. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, wir kriegen das, was ich erwarte. Das wäre so geil. Also so 700, 800k erwarte ich jetzt schon irgendwie ein bisschen. Das erwarte ich schon. Aber wir werden jetzt erstmal mit dem... Ah, nee, wir hätten mit dem zweiten Skill reingehen können. Wir machen das auch manuell. Einfach nur aus dem Grund, weil ich sehen will, wie viel Schaden das gleich sind. So, wir gehen mit dem zweiten Skill rein. Zack, zack, zack. Dadurch, dass wir halt keine Skill-Ups haben, wollen wir das natürlich delayen. Sonst wäre es eigentlich egal. Wir wollen jetzt den Markierungsschuss gleich von ihr haben. Dauert noch eine Runde. Ah, das ist blöd. Warum ist die jetzt schneller als sie? Ach, schade. Schade, schade, schade. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Oder vielleicht doch. Ja, 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 jetzt. Seid ihr gespannt, Leute? Oh Gott, das wird jetzt was. Wir machen noch mal eins. Jetzt gucken wir uns das an. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, das war fast eine komplette Million. Yo, das ist hart. Also 20% mehr, 20% mehr Damage, den wir noch auf dem Skill-Up bekommen, plus vielleicht noch mehr Buffs und wir haben eine Mille. Wir haben pro Hit eine Mille. Das ist ja insane, Leute. Holy Guacamole, wirklich. Also das ist der Hammer. Ich finde sie jetzt schon geil. Ich finde sie jetzt schon geil. Mega, mega geil. Oh Mann, ich hätte sie so gern geskillt, Leute. Oh Mann. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Also, es ist krank, was für ein Schaden die heraushaut. Und Leute, guckt euch das mal bitte an. 20% kommen noch drauf. Zweimal Abklingzeit. Also, das geht noch auf 4 Runden runter. Das heißt, wir können es viel, viel öfters einsetzen und wird viel, viel stärker sein. Also, das heißt, alleine bei 3 Debuffs plus der Water Nurse haben wir gerade fast 1 Million Schaden gemacht. Das ist einfach geil. Geil, wirklich. Ich feiere sie. Ich habe am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, so ob sie überhaupt diesen Schaden austeilen kann oder nicht, aber der Hammer. Der Hammer, wirklich. Ich bin sehr geil. Ich bin wirklich zufrieden. Mega cooles Element. Haben sie eine gute Arbeit gemacht. Es ist wirklich wie Brandia und es ist der Hammer. Also, ich kann nichts Schlechtes sagen. Also ich kann nicht sagen, jo, das könnten sie schlechter, besser machen oder so. Aber klar, das Einzige, was ich ein bisschen schlecht finde, ist die Abklingzeit. Ich meine, ich glaube, keins der Elements, die man sonst kennt von Forsters, hat so eine hohe Abklingzeit. Ich meine, der Schaden ist halt auch immens.
Ja gut, guck mal, der Revolver hat 5 Runden. Deswegen finde ich persönlich, 5 Runden wären auch ganz fein. Und ja, also 5 Runden wären fein. 6 Runden ist schon ein bisschen too much. Ich meine, wird dann am Ende runtergehen auf 3 Runden oder 4 Runden. Ja, ist halt diese Frage, ne? Aber trotzdem, mega, mega cool. Freut mich. Also ich hatte sehr viel Spaß und ich werde sie auf jeden Fall jetzt öfters benutzen, definitiv. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid so geschockt wie ich. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen da, ein Like da. Und